Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Das hier ist das B-Twin Fold Lite 1 Second und es ist eines der kleinsten und am schnellsten zusammenfaltbaren Falträder der Welt. Hat jemand 1 Second gesagt? Falträder sind die ideale Ergänzung für so ziemlich jeden Fahrradfuhrpark, denn sie sind klein, sie sind leicht, sie lassen sich einfach zusammenfalten und es kann so gut wie jeder damit fahren. Und man kann sie auch überall mit hinnehmen, egal ob im Auto, im Kofferraum, im Zug, im Fahrrad, im Anhänger. Sie passen quasi überall rein und man kann sie quasi überall parken. Und ich bin auf der Suche nach meinem perfekten Faltrad. Und der nächste Kandidat ist das B-Twin hier. Aber wenn ihr andere Kandidaten nicht verpassen wollt, dann empfehle ich euch jetzt einmal diesen Kanal hier zu abonnieren. Wirklich? Komplett ohne Überleitung? Ach, Amateur. Ich bin Werbetillmann und dieses Video wird nicht direkt von Decathlon gesponsert. Ihr habt aber die Möglichkeit, den Kanal zu unterstützen. Wenn euch das Fahrrad interessiert, dann geht mal unten auf den Affiliate-Link. Aber der Sponsor des heutigen Videos ist Helden.de. Helden.de ist eine junge Versicherung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst transparente und faire Versicherungen anzubieten. Sie haben eine Hausratversicherung, verschiedenste Haftpflichtversicherungen sowie, das ist vielleicht für euch ganz besonders interessant, eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung. Helden.de hat nicht nur besonders günstige Versicherungen und transparente Bedingungen, sondern auch einen Community-Gedanken. Wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließt, dann bekommt ihr einen Heldencode, den ihr dafür nutzen könnt, damit Freunde von euch und ihr selber weiteres Geld sparen könnt. Und wenn ihr den Code RBND4 verwendet, dann könnt ihr dauerhaft einen Monatsbeitrag auf eure Versicherung bei Helden.de sparen. Also, wenn ihr eine Versicherung bei Helden.de abschließen wollt, geht mal unten auf den Link in der Beschreibung und nutzt den Code RBND4. Vielen Dank an Helden.de für den Support der Radelbande. Und jetzt gehen wir mal zurück zu Präsentationstillmann. B-Twin ist eine der Fahrradmarken von Decathlon und Decathlon ist natürlich ein weltweit agierender Sport-Supermarkt, wo man wirklich alles bekommt, von SUPs bis zum Basketball und eben auch Fahrräder. Und im Faltradmarkt ist Decathlon schon seit einigen Jahren aktiv, aber bislang nicht so richtig innovativ. Aber das ändert sich jetzt mit diesem Fahrrad hier. Decathlon adaptiert grundsätzlich den Aufbau klassischer Klappräder, nämlich hier mit einem Gelenk in der Mitte, aber gibt dem Ganzen noch einen besonderen Twist. Und hier sind nämlich erstmal, was zuallererst auffällt, sehr kleine Laufräder verbaut. 16 Zoll ist das Maß und das ist so ziemlich das Kleinste, was bei einem normalen klassischen Fahrrad möglich ist, das auch von großen und kleinen Menschen gefahren werden soll. Und als ich das Fahrrad zuallererst in Empfang genommen habe, ist mir eine Sache aufgefallen, und zwar die Farbe. Das hier ist kein klassisches normales Grau, sondern das schimmert je nach Lichteinfall nochmal in unterschiedlichen Farben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und auch die grundsätzliche Konstruktion, das ist hier mit dicken Schweißnähten ausgestattet. Das muss man natürlich mögen, aber es sieht alles sehr, sehr gründlich gemacht aus und man sieht sehr deutlich, wie das Fahrrad konstruiert wurde. Und dann fällt auch noch auf, dass dieses Fahrrad viele Teile hat, die extra dafür entwickelt wurden. So ist zum Beispiel der Sattel mit dieser Sattelstütze im Grunde eine Einheit. Diese Sattelstütze hat so eine Einkerbung, die extra dafür entwickelt wurde. Der Sattel hat hier noch einen Griff, wozu der ist, das werden wir auch später sehen. Dann dieser Lenkdom und auch der Lenker an sich, die sind nochmal besonders gestaltet und auch hier oben ist dann in dem Vorbau so ein Batterielicht integriert und hier auf der Rückseite des Sattels ist ebenfalls nochmal ein Batterielicht, sodass man auch den STVZO-Anforderungen komplett entspricht. Aber auch an praktische Dinge hat Decathlon bei diesem Fahrrad gedacht. So lässt sich hier vorne bei diesem Kunststoffteil, wo noch ein Reflektor vorne drin ist, eine Tasche einklicken, durch die man noch 10 Kilogramm extra tragen kann und die eben nicht auf dem Rücken tragen muss. Aber was natürlich ganz besonders ins Auge sticht, ist das hier. Kein rechtes Gabelbein. Das ist
nichts Besonderes, sagt er jetzt. Das gibt es seit Jahrzehnten von Cannondale, aber dieses Fahrrad ist designed by Human Body. Und somit hat Decathlon sich noch was weiteres überlegt, um das Rad nochmal besonders zu machen. Denn dieses Fahrrad ist nicht nur designed by Human Body, sondern designed with care in Lille und tested in Flanders. Also keine linke Kettenstrebe. Das Besondere daran ist natürlich, dass auch wenn das Faltprinzip dem klassischer Falträder oder klassischer Klappräder ähnelt, lässt es sich durch die fehlenden Streben deutlich kleiner zusammenfalten. Und hier auf dieser Seite und auch auf der rechten Seite vorne befindet sich dann jeweils ein Magnet, der das Ganze zusammenschnappen lässt und das Faltmaß möglichst klein werden lässt, trotz dieses recht alten Faltmechanismus. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie sich das B-Twin Fold Lite One Sec falten lässt. Zack, da steht es. Na gut, das hier könnte ich noch einfalten, ne? Das ganze Fahrrad hat jetzt ein Faltmaß von 71 x 35 x 69,5 cm. Und das ist ziemlich klein. Das ist nicht ganz so klein wie die kleinsten Falträder, aber ausreichend klein, um das Fahrrad richtig einfach auch überall mit hinzunehmen. Aber dabei hören die Besonderheiten nicht auf, denn Decathlon hat sich noch einige Sachen überlegt, um es so mobil wie möglich zu machen. Jetzt kann man einfach das hier nach oben ziehen und dann kann man das Rad einfach wegschieben. Und wenn man dann zurückkommt, dann fängt die Magie an. Erinnert ihr euch noch an eine Sekunde? Es dauert tatsächlich nur eine Sekunde, um das Fahrrad aus diesem Rollzustand in einen Fahrzustand zu verbringen. Denn Decathlon hat das Fold Lite One Second mit Schnellschnappenmechanismen ausgestattet. Um das Rad zu lösen, muss man hier einen Knopf drücken und dann löst man quasi diesen Scharniermechanismus aus und löst das Ganze. Und wenn man das dann wieder zurückklappt, dann schnappt es selbstständig wieder ein. Also man muss da nicht noch irgendwas festdrehen oder irgendwas mit großer Kraft festziehen, sondern es schnappt einfach ein. Manchmal kann es vorkommen, dass wenn man nicht mit genug Schwung das macht, dass es dann nicht einschnappt, aber dann drückt man das einfach mal ein bisschen und schon schnappt es dann ein. Und das Gleiche ist hier beim Lenker oder bei diesem Lenkarm, ist natürlich die Frage, ob das im Laufe der Zeit auch weiterhin fest bleibt. Aber wenn man hier reinguckt, dann lassen sich diese Mechanismen auch nochmal festziehen und nochmal einstellen. Also wenn da ein bisschen Spiel drin ist, dann kann man das Ganze nochmal ein bisschen anpassen. Als ich das erste Mal auseinander und wieder zusammengefaltet habe, da war ich echt erstaunt. Und es erstaunt mich bis jetzt, dass ein solcher Mechanismus so einfach und schnell funktioniert. Zack, ist fest. Das Ganze funktioniert hier natürlich nicht, sondern hier ist ein ganz normaler klassischer Schnellspanner, wenn auch mit einem größeren Hebel, sodass man das Ganze wirklich schnell machen kann. Und das Besondere ist hier auch, diese Führungsnut, die sorgt dafür, dass der Sattel sich in dieser Position so runterdreht und auf die Rückseite dreht, damit man es eben leichter schieben kann. Und gleichzeitig, wenn man hier unten guckt, schnappt dann so ein Ständer aus, damit das Rad im zusammengefalteten Zustand einfach stehen kann. Also das muss man schon ziemlich doll wackeln, damit es doch irgendwie umfällt. Auf unebenen Oberflächen muss man allerdings doch ein bisschen aufpassen. Eine Sache noch, bevor wir zum Fahreindruck springen, ist natürlich die Geometrie. Wie sitzt man da eigentlich drauf? Ihr könnt jetzt hier sehen, ich sitze relativ aufrecht auf diesem Fahrrad. Das liegt auch daran, weil der Abstand zwischen Sattel und Lenker ziemlich kurz ist. Ich denke mal, Menschen, die deutlich unter 1,96 m sind, sollten definitiv eine entspannte und gute Sitzposition finden. Allerdings muss man auch sagen, dass ich das Fahrrad etwas stärker belaste, als Decathlon das freigibt. Decathlon sagt 100 Kilogramm maximales zulässiges Gesamtgewicht. Das Fahrrad wiegt jetzt 12,2 Kilogramm in dieser Konfiguration und ich bin mit knapp 95 Kilo also definitiv zu schwer. Es funktioniert trotzdem, aber natürlich sind dann so Gewährleistungsansprüche so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen. Aber das hat Faltrad niemals draußen anschließend Tillmann nicht davon abgehalten, einfach mal eine Runde damit zu drehen. Wir haben ja einen wunderbaren Tag heute. Ich bin das Rad auch schon bei schlechterem Wetter gefahren. Wir sind im kleinsten Gang.
beschleunigen jetzt mal. Und das Rad lässt sich gut beschleunigen, man ist schnell auf Geschwindigkeit und kann die Geschwindigkeit dann auch gut beibehalten. So, und wir fahren mal hier den Jerusalemsberg rauf und testen mal so ein bisschen die Bandbreite. Ich muss hier schon mal ein paar Gänge runterschalten. So, jetzt bin ich im vorletzten Gang. Jetzt im letzten Gang hohe Trittfrequenz. Es funktioniert, also auch wenn man auf dem Arbeitsweg zum Beispiel mal kleinere Rampen hat. Wenn man jetzt hier unterwegs ist und so ein bisschen über Unebenheiten fährt, dann fährt sich das Fahrrad sehr straff. Und beim Beschleunigen merkt man aber schon, dass es an der einen oder anderen Stelle knarzt. Also die Scharniere sind jetzt nicht bombenfest, aber es fühlt sich auch nicht lose an oder so. Aber das Rad verwindet sich schon ein bisschen, besonders unter meinem Gewicht, das ja auch das zulässige Gesamtgewicht überschreitet. Und wir haben hier natürlich auch keine Federung oder ähnliches. Durch den kurzen Radstand ist es sehr agil. Was durch diese kleine Laufradgröße sein kann, ist, dass das Schaltwerk hier hinten mal auf den Boden aufschlägt. Wenn man sich stark in die Kurve lehnt, wenn man Kannsteine runterfährt, und hier habe ich auch gerade gemerkt, Offroad mag das Rad gar nicht so sehr, aber auf solchen festgefahrenen Sandwegen oder festgetretenen Sandwegen fühlt es sich schon wohl. Und Kopfsteinpflaster, da ist das Rad kein Fan von. Der Alurahmen ist ziemlich steif, dafür, dass auch die Räder nur einseitig aufgehängt sind. Das Coole ist, dass man von der Bandbreite her irgendwie gefühlt keine großen Kompromisse machen muss. Man hat einen richtigen Gang in schnellen Geschwindigkeiten, man hat einen richtigen Gang in niedrigen Geschwindigkeiten. So, und wir nutzen jetzt gleich mal hier die Möglichkeit, einen Bremstest durchzuführen. Voll in die Eisen. Das war ganz interessant gerade. Das Hinterrad ist gefühlt in so einen ABS-Modus gegangen. Er blockiert und wieder nicht blockiert, blockiert und wieder nicht blockiert. Und wir haben jetzt gute 5 Meter gebraucht von da vorne, um aus einer recht hohen Geschwindigkeit zum Stehen zu kommen. Was auffällt, wenn man die Bremsen zieht, dass sich dann hier diese Arme und der ganze Rahmen so ein bisschen verzieht. Also hier wären, glaube ich, Seitenzugbremsen, die hier in der Mitte befestigt sind, die etwas bessere Wahl. Aber die Bremsen lassen jetzt im Grunde nicht viel vermissen. Die sind schon okay. Gerade hier bei solchen glatten, guten Strecken fährt es sich echt smooth. Also man merkt schon, dass das Rad insgesamt für die letzte Meile entworfen wurde und gedacht wurde. Nicht unbedingt für die große Radreise, die auch über unebene Strecken führt, sondern wirklich für das urbane Umfeld. Ja, so fährt sich das B-Twin Decathlon Fold Light 1 Second. Ja, vielen Dank, Faltrad niemals draußen irgendwo anschließen, Tillmann. Das Big Decathlon B-Twin Fold Light 1 Second kostet 1.850 €. Das ist gelogen. Es kostet 850 € und ist damit das günstigste Faltrad, was ich bisher im Test hatte. Und für diese 850 € bekommt man ein sehr, sehr spannendes Fahrrad. Natürlich, Decathlon ist bekannt für günstige Fahrräder, aber hier ist zum Beispiel auch dieser Rahmen nicht irgendwie made in China oder Taiwan, sondern made in Portugal. Also wirklich ein europäisches Produkt mit natürlich Komponenten aus Asien, gar keine Frage. Hier steckt sehr viel Hirnschmalz drin in diesem Fahrrad, um dieses klassische alte Faltprinzip so modern wie möglich zu gestalten und auch diesen Twist reinzubringen mit diesem schnellen Faltmaß. Also ich bin wirklich fasziniert von diesem Fahrrad. Allerdings muss man natürlich auch wissen, für Menschen, die groß sind oder für Menschen, die schwer sind, ist dieses Fahrrad nichts. Dafür ist es einfach nicht freigegeben und im Vergleich zu anderen Falträdern, die auch von 2 Seiten angesteuert werden oder wo die Räder richtig aufgehängt sind, die fühlen sich einfach noch mal ein bisschen stabiler an. Ich hatte in den letzten Wochen zwar schon das Gefühl, mit diesem Fahrrad sicher unterwegs gewesen zu sein, aber wenn man zum Beispiel die Bremsen zieht, dann merkt man schon, wie sich der Rahmen so ein bisschen bewegt. Und auch bei dem Lenker ist so ein leichtes Spiel vorhanden, das jetzt irgendwie das Fahrerlebnis nicht mindert, aber da merkt man schon, okay, da könnte es im Laufe der Zeit schon zu etwas größerem Verschleiß kommen. Und das muss man natürlich trotzdem irgendwo im Hinterkopf behalten, auch wenn das hier das teuerste nicht elektrische Faltrad von Decathlon ist. Aber wenn ihr nach einer günstigen Möglichkeit sucht, um ein Faltrad zu kaufen, das sich wirklich klein zusammenfalten lässt, das die Ansprüche erfüllt, ein Faltrad zu sein, das man wirklich überall mit hinnehmen kann, dann solltet ihr einen genaueren Blick
auf dieses Faltrad werfen und ihr findet einen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Also ich bin echt fasziniert von diesem Fahrrad, aber es ist leider nicht mein perfektes Faltrad. Ich bin einfach zu groß und zu schwer. Aber wäre das euer perfektes Faltrad? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbahn das nächste Mal auf Tour ist. Dann abonniert den Kanal. Tschüss. Bis dann.